nutze seit sehr vielen Jahren ein Bluetooth-Intercom an meinen Helmen, und zwar das Cardo PackTalk Bold. Mit dem Cardo PackTalk Bold war ich die letzten Jahre immer super zufrieden, habe es auf allen meinen Reisen benutzt, benutze es auch in der Stadt, um mir die Navigation ansagen zu lassen. Aber jetzt ist es Zeit für ein Update, und zwar stelle ich euch heute mal das Cardo PackTalk Edge vor. Werde es auch in einen Helm mal einbauen, sodass ihr seht, wie das Ganze eingebaut wird. Zeige euch dann die wichtigsten Funktionen, und ich mache natürlich am Ende nochmal einen Vergleich zwischen dem Cardo PackTalk Edge und dem Cardo PackTalk Bold, um zu sehen, was sind die neuen Features, wo ist das Edge besser als das Bold oder andersherum. Also am Ende nochmal ein genauer Vergleich. Ich fange jetzt gleich mal an mit dem Unboxing, zeige euch, was in diesem Set drin ist. Das hier ist jetzt gleich ein Doppelpack. Das Duo ist etwas günstiger, als wenn man es einzeln kauft. Ich brauche zwei für mich und meine Sozia. Bevor ich dann nachher mal auf die Funktionen eingehe und die einzelnen Features, denn da ist eine ganze Menge passiert jetzt im Vergleich zum Bold, packen wir es mal aus und schauen, was in diesem Doppelpack drin ist. Erstmal eine sehr schicke Box, finde ich immer gut. Wird an der Seite aufgeklappt. Dann haben wir hier die beiden Geräte drin. Die nehme ich jetzt erstmal raus. Hier haben wir einen Beipackzettel für die App. Ihr solltet euch also auf jeden Fall die Cardo App installieren. Dann haben wir hier die Garantiebedingungen. Schöner Aufkleber noch dabei. So, schauen wir mal weiter rein. Ich packe das mal alles auf. Ui, da ist wirklich eine Menge drin. Ist ja auch für 2 Sets, von daher alles doppelt. Fangen wir mal hier an. Das ist die Halterung. Die sieht so aus, die Halterung mit den beiden Kabelanschlüssen. Das ist das gleiche wie bei dem Bold, da hat sich nichts verändert. Nur die Halterung ist jetzt eine andere. Die funktioniert ein bisschen unterschiedlich zu der alten Version. Also wir haben eine Halterung mit dabei. Hier sind schon mal 2 Mikrofone, das sind diese Boom-Mikrofone, falls man also einen offenen Helm hat, um mit diesem Boom dann hier nach vorne zu kommen. Habe ich nicht, brauche ich also nicht, davon habe ich ganz viele schon. 2 Ladekabel natürlich auch mit dabei. Da kann ich schon mal eins sagen, hier ist schon mal ein Unterschied, das ist nämlich jetzt USB-C, vorher war das Micro-USB. Also definitiv schon mal ein bisschen kompatibler zu moderneren Geräten und Ladestationen. Dann haben wir hier die Lautsprecher, auch das wieder wie bei dem PackTalk Bold. JBL-Boxen, die sehen ein bisschen anders aus, ist ein anderer Aufdruck drauf, und es sind auch andere Lautsprecher, denn vorher waren es halt normale JBL-Boxen, jetzt sind es JBL-HD-Boxen. Wo da der Unterschied ist, werde ich dann nachher feststellen. Es sind auch 40 mm, es gibt die auch noch als 45er, aber das reicht in der Regel aus. Haben auch ein schönes Gewicht, also die machen auf jeden Fall einen guten Sound. Das kenne ich schon von dem PackTalk Bold, also Audioqualität wirklich super. Das hier soll jetzt noch besser sein, werde ich nachher auf jeden Fall mal testen. Also wir haben 2 Sätze natürlich Lautsprecher mit dabei, 2-mal die Halterung und dann 2-mal dieses Zubehörpack hier. Und hier zeige ich euch natürlich auch noch, was hier drin ist in diesem Zubehörpack. Das ist wirklich eine ganze Menge, aber man denkt jetzt, das wird kompliziert. Montage ist ganz einfach. Das zeige ich euch auf jeden Fall gleich, wie ich das an einem Helm von mir mache. So, hier haben wir jetzt unterschiedliche Sachen drin. Ein Alco Prep Pad. Falls ihr das Ganze außen anklebt, dann auf jeden Fall den Helm damit reinigen. Dann haben wir hier diese Klebefilzpads. Die sind dafür da, damit der Lautsprecher im Helm heftet, falls dann nicht schon irgendeine Velcro-Fläche ist. Dasselbe nochmal für die Mikrofone. Dann haben wir hier die Klebehalterung auf der Rückseite mit Kleber. In diese Halterung wird dann später diese Halterung reingesteckt und dann kann das Ganze an der Seite kleben. Wer das jetzt nicht an seinen Helm kleben möchte, das kommt immer darauf an, wie der Helm gebaut ist, der kann es auch reinklemmen. Wer also am Rand die Möglichkeit hat, diese Halterung reinzuklemmen, kann auch diese Klemmhalterung nutzen. Ich werde bei meinem auf jeden Fall diese Klebehalterung nehmen, weil ich weiß das schon von der alten Montage, da passt nichts anderes rein. Dann haben wir hier noch das Mikrofon. Das ist jetzt das Standardmikrofon für Integralhelme, was halt vorne reingeklebt wird. Wer halt einen Klapphelm hat oder einen offenen Helm, der nimmt dann halt diese Boom-Mikrofone hier. Dann haben wir hier noch 2 solche Abstandshalter. Ja, das sieht eine Menge aus, ist aber jetzt gar nicht so schlimm, einfach zu montieren. Das machen wir gleich mal an meinem Helm. Und danach gehe ich dann mal auf die Funktionen ein. Also was kann das neue PackTalk Edge besser als das PackTalk Bold? Wie verbindet man sein Smartphone damit? Welche Funktionen hat man dann? Das wird relativ interessant. Da ist eine ganze Menge an Funktionen und Features bei diesem neuen Gerät vorhanden. Ja, hier ist jetzt mein Helm, der John Doe One, an dem ich dieses neue Cardo jetzt mal installieren werde. Ist relativ simpel. Wenn ihr sowas macht, arbeiten am Helm, dann holt euch ruhig hier so ein Helmkissen. Ist ganz praktisch, zerkratzt dein Helm nicht und der liegt einfach besser. Ich habe zusätzlich jetzt noch mal das Visier abgemacht, dann kommt man besser ran und das Visier kann nicht verkratzen. So, wie sind jetzt die ersten Schritte, um das Ganze einzubauen? Schritt Nummer 1, erstmal Brille, damit ich auch anständig was sehe.
Ich nehme jetzt mal zuerst, damit ich überall gut rankomme, diese Innenpolster raus. Das geht hier bei dem Helm ganz leicht, die sind bloß reingeklickt. Man kann schon sehr schön sehen, bei dem Helm hier sind hier schon Mulden vorhanden für die Lautsprecher, die dann nachher reinkommen. Ansonsten zum Klemmen würde ich mal sagen, ja, das würde ich bei dem Helm hier nicht machen. Also diese Klemmverbindung hier finde ich nicht so toll. Ich werde es mal hier an die Seite rankleben. So, dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, wie diese Halterung hier raufgesteckt wird. Ist an sich ganz simpel. Von der Form müsst ihr nur gucken, wie die Form hier ist. So kommt es ran. Also das Klebepad muss dann hier irgendwo hin. Hier ist immer relativ wichtig zu schauen, wo hat der Helm einen Bereich, wo es rankommt. Diese Halterung, die biegt sich ein bisschen und passt sich ganz gut dieser Form des Helmes an. Also kann ich einfach mal gucken. Ich würde es ganz gerne so ein bisschen mittig ranbauen. Also in etwa hier sieht es ganz gut aus. Dann habe ich auch alles schön plan dran. Das sieht man hier, da steht nichts ab. Wenn man es jetzt hier hinten machen würde, dann sieht man, das Ganze wackelt. Von daher wäre dann mehr Spannung drauf. Ich mache es ein bisschen hier nach vorne. Und bevor ich das jetzt hier anklebe, immer wichtig, die Fläche reinigen. Dafür sind halt diese Alco-Pads mit dabei. Und machen erstmal die Fläche hier komplett fettfrei. Trocknen lassen kurz. Ja, also hier ist in etwa mittig das Ganze. Alles sauber. So. Dann fest andrücken. Kann man jetzt erstmal eine Weile trocknen lassen und anziehen lassen. Bevor ich also die Halterung raufstecke, lasse ich das hier erstmal ein bisschen in Ruhe, dass der Kleber sich richtig verbinden kann mit der Helmschale. So, weiter geht's jetzt innen. So, nächster Schritt sind die Lautsprecher. Da haben wir ein kurzes Kabel und ein langes Kabel. Der Lautsprecher mit dem kurzen Kabel kommt auf die linke Helmseite, da wo auch das Gerät außen sitzt. Dann sucht man sich hier eine schöne Stelle. So, und dadurch, dass ich jetzt hier schon die Ausnehmung habe, brauche ich den jetzt nur hier reinsetzen. So. Gucke, dass das Kabel irgendwo lang läuft, wo ich es nachher langlegen kann. Und kurz andrücken. Ich brauche hier bei dem Helm diese Klebepads nicht reinmachen, denn man sieht schon, das hält wunderbar. Da ist nämlich innen drin der Stoff schon so, dass es direkt da drauf hält. Das heißt, der erste Lautsprecher ist montiert, der zweite, der mit dem langen Kabel, kommt dann auf die andere Seite. Und hier sieht man schon wunderbar, dieser Stoff hier, der ist perfekt geeignet, um da einfach direkt den Lautsprecher raufzumachen. Das Kabel, das lange, lege ich mir dann nachher hier hinten durch, sodass es mich dann nicht mehr stört. Das Mikrofon muss natürlich jetzt irgendwo vorne in den Kinnbereich rein, dass es schön hier am Mund seitlich ist. Ich mache das ganz vorne rein, also da wo das Innenpolster aufhört, davor gleich an die Kante mache ich das Mikrofon. Den Klett habe ich schon hier drin. Jetzt können wir den nächsten Schritt machen, und zwar die Halterung raufstecken. Das sieht hier alles gut aus. Jetzt können wir diese Halterung hier aufstecken. Die wird nur raufgeschoben. Einfach hier rein, runterklicken und das war's. Jetzt habe ich hier diese beiden Kabel, die ich dann hier unten verbinden muss. Das heißt, einmal natürlich das Lautsprecherkabel einfach einstecken. Zack. Und das zweite ist dann das Mikrofonkabel. Geht auch nur in eine Richtung, Pfeil zu Pfeil und dann zusammenstecken. Zack. Und das war's. Diese beiden Verbindungen und damit ist die Basis jetzt komplett fertig. Wundert euch nicht über diesen komischen selbstgebauten Kinnschutz hier. Den brauche ich für mein Mikrofon, damit das keinen Wind abkriegt. Normalerweise ist hier noch keiner dran, ist bei John Doe aber in Arbeit. Ich habe mir jetzt hier selber einen anderen genommen, habe den hier reingenäht, sodass ich unten einen gewissen Abschluss habe für mein Mikro, damit ihr mich auch besser versteht. Normalerweise hätte ich da kein Mikro, hätte ich da auch nichts dran gemacht. So, der nächste Schritt ist jetzt eigentlich nur noch die Kabel, die jetzt hier überall rumbaumeln, die anständig verlegen, dass die nicht stören. Ihr müsst dann die Wangenpolster wieder reinmachen und unter den Wangenpolstern die Kabel möglichst sauber verlegen. Ich nehme meistens so ein bisschen Gaffertape, schneide mir das in schmale Streifen, klebe das Kabel dann da an, wo es lang läuft in den Bereichen. Dann klappert da nichts, dann kommt es nicht raus und dann ist das alles schön sauber verlegt. Letzter Schritt ist dann halt nur das Cardo Packtalk Edge hier raufklemmen. Das ist ganz einfach, zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Das ist jetzt auch neu im Vergleich zum alten, aber der Einbau selber
relativ simpel. Also wenn ihr hier diese Klebehalterung nehmt, einfach einen guten Platz suchen, wo das rankommt. Ich verstaue jetzt gleich noch die Kabel anständig, mache mir die hier so ein bisschen unten rein, damit die überall schön sauber verlaufen, nichts rausbaumelt, innen drin schön verlegt. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze verbunden wird und wie die Funktionen sind. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Die Halterung ist dran, Kabel schön sauber verlegt, also kurzer Weg hier rein. Dann hier hinten runter, da rein und dann innen drin schön sauber verlegt. Lautsprecher sind drin, Mikrofon ist drin und das war's schon. Also die Installation ist wirklich simpel. Nehmt euch da ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe. Hier auf jeden Fall die Fläche schön fettfrei machen, damit das Ganze auch gut hält nachher. Und das war's dann schon. Jetzt habt ihr die Halterung dran, jetzt könnt ihr das Cardo nehmen und jetzt kommt der große Clou. Das Ganze, zack, das Ganze springt rein, ist magnetisch, um das Ganze wieder zu lösen, hier vorne einfach raufdrücken und dann nach vorne schieben und dann kommt das Ganze auch ganz leicht wieder raus. Also dieser neue Mechanismus, der ist wirklich super. Air Mount nennt er sich und springt einfach rein, arretiert dann sofort, alles magnetisch und dann hier einfach nur diese Lasche drücken, nach vorne schieben und dann ist es auch ganz leicht wieder draußen. Ich zeige euch mal, wie das bei dem alten Helm war. Das ist jetzt das Cardo Packtalk Bold. So, das ist jetzt das Bolt, sieht halt auch schon ein bisschen anders aus, wenn man es vergleicht. Ne? Ganz andere Optik, gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Um das jetzt zu befestigen, muss man hier vorne reinhaken und dann hinten randrücken. Auch jetzt nicht die Welt, geht auch super simpel. Also ich habe das, wie gesagt, seit Jahren in Gebrauch und das Klick-Klack und dann ist es dran. Zum Lösen einfach hier hinten raufdrücken und dann geht es von alleine runter. Vorne rein, reindrücken, fertig. Aber das ist natürlich mit dem Magneten noch ein bisschen schöner, gibt einem noch ein bisschen mehr Sicherheit, wird direkt rangesaugt und rastet von alleine ein. Also ein kleiner Unterschied hier in dem Mounting-System. So, bevor ich jetzt zu den Funktionen und zum Koppeln mit dem Smartphone komme, vielleicht erstmal ein paar grundlegende Sachen. Was ist jetzt an dem Cardo Packtalk Edge neu im Vergleich zum Bold? Cardos haben immer dieses DMC-System zur Verbindung. Die machen das nicht über Bluetooth, sondern über ein eigenes System. Digital Mesh Communication. Das ist jetzt die neue Version hier, DMC 2.0. Soll also noch besser sein von der Entfernung, von der Verbindung, von der Schnelligkeit. Dann haben wir bei dem Packtalk Edge jetzt Bluetooth 5.2, also ganz neuer Bluetooth-Standard, was natürlich auch für die Verbindung zu Geräten wie Smartphone sehr wichtig ist. Wir haben eine verbesserte Voice Operation. Man konnte auch das Bolt schon über Ansagen steuern, das hat auch super funktioniert. Hier jetzt noch mal ein bisschen besser gemacht, also Natural Voice Operation, indem man dann sagt, hey Cardo, Musik lauter, leiser, was auch immer. Gibt es eine ganze Liste von Voice Commands, die man dann nutzen kann. Das ist hier jetzt noch mal verbessert worden. Dann hatte ich schon angesprochen, die Lautsprecher sind jetzt andere, nach wie vor JBL, vorher aber JBL normal und jetzt haben wir JBL HD Lautsprecher. Mal gucken, ob die einen Unterschied machen zu den Standardlautsprechern. Dann ist das Cardo Packtalk Edge natürlich wasserdicht, ganz wichtig, wenn ihr das am Helm habt und beim Regen fahrt. Sollte es schon wasserdicht sein, IP67 Standard. Dann sehr schön, hatte ich euch schon gesagt, im Gegensatz zum Packtalk Bold. Da ist hier unten der Anschluss zum Laden, das ist ein Micro-USB. Jetzt beim Packtalk Edge befindet sich das Ganze hier hinten. Wir haben auch hier wieder so einen Gummiverschluss, den man löst und darunter dann USB-C. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil fast alle Geräte haben heutzutage USB-C. Also man hat überall so ein Kabel auch liegen, um das schnell mal zu laden. Schnellere Ladezeiten, dann hier oben diese Gummilippe, die kann man dann mit dem Fingernagel hier leicht reindrücken. Und dann schließt sie auch schön ab. Ein weiterer Punkt, der bei dem Cardo Packtalk Edge neu ist, ist die Möglichkeit, das Gerät jetzt über die App abzudaten. Riesenvorteil. Vorher musste man das Packtalk Bold immer mit diesem Micro-USB-Kabel an den Computer anschließen per USB. Das fällt jetzt weg. Das hier wird über die App abgedatet. Das heißt, wenn ihr die App anmacht und das Gerät koppelt, dann zeigt die App automatisch an, ob ein neues Firmware-Update verfügbar ist. Also vom Handling her ein Riesenvorteil. Dann ist eine automatische Lautstärkeanpassung. Das heißt, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, wird es ein bisschen lauter, kommt man dann in einen langsameren Bereich oder zum Stehen geht die Lautstärke nach unten. Auch wieder ein tolles Feature. Eine Funktion, die man dann über die App auch machen kann, ist, man kann Musik teilen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt gekoppelt habe mit meinem Smartphone, höre Musik, kann ich diese Musik auch dann über eine Taste mit meiner Sozia oder meinem Sozius teilen. Auch ein schönes Feature, können beide dann sozusagen Musik hören. Ja, also das waren so die grundlegenden Features. Gespannt bin ich schon auf das DMC 2.0. Da kann man jetzt bis zu 15 Fahrer mit verbinden. Also wenn Freunde von euch auch halt ein Cardo-System haben, dann können da 15 Leute zusammenfahren. Würde wahrscheinlich ein bisschen chaotisch klingen, wenn die sich dann alle unterhalten. Aber rein theoretisch möglich. Und wenn man dann in dieser Gruppe verbunden ist und fällt mal zurück und ist dann aus der Gruppe raus, fährt wieder rein, verbindet sich es automatisch wieder. Also das ist schon ganz toll und super automatisiert. Ob ihr das wirklich braucht, das Einzige, wo ich jetzt mal diese Situation hatte, war mit 2 weiteren Fahrern, die verbunden waren und meine Sozia. Das hat auch super funktioniert. Aber der Regelfall ist, ihr verbindet das Ding
mit eurer Sozia und hört dann zusammen Musik, könnt euch unterhalten. Das sind so die normalen Funktionen. So, dann kommen wir mal jetzt zu dem Vergleich. Das alte PackTalk Bold gegen das PackTalk Edge. Man sieht natürlich schon ganz klar, die Optik hat sich sehr stark verändert. Das ist jetzt ein bisschen moderner geworden, das Edge. Das Bold noch ein bisschen klobiger, würde ich mal sagen, auch ein bisschen dicker. Aber ansonsten die Funktionen und Tasten alle gleich geblieben. Wir haben das Einstellrad hier hinten, das war da auch. Das ist alles dasselbe. Bei dem Bold war es so, um da jetzt die optimale Sendefähigkeit hinzukriegen, musste man hier so eine Antenne ausklappen. Die ist jetzt bei dem PackTalk Edge automatisch schon im Gerät verbaut. Da muss also nichts ausgeklappt werden. Das Gerät bleibt so, wie es ist, in dieser Größe. Das Bold hatte noch Bluetooth 4.1, jetzt das neue Edge 5.2. Also hier jetzt der neuere Standard von Bluetooth 5.2. Das alte Gerät war DMC 1.0 und hier jetzt Digital Mesh Communication 2.0. Hier noch normale Sprachsteuerung, beim neuen Gerät jetzt Natural Voice Control. Wie sich das jetzt verbessert im täglichen Gebrauch, muss ich dann im Praxistest mal berichten. Ganz wichtig, beim neuen Gerät USB-C, hier noch Micro-USB. Finde ich ein bisschen veraltet, aber das Gerät ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Das ist immer so fiddelig, weil da muss man es ja wirklich richtig rumdrehen. USB-C, größter Vorteil für mich ist immer, egal wie rum ich das Kabel reinmache, es passt immer. Bei Micro-USB, genauso wie beim alten USB-Anschluss, müsste er immer das Kabel in der richtigen Richtung reinmachen. Das ist immer ein bisschen fummelig. Lädt viel schneller, das heißt, in 20 Minuten kommt man, glaube ich, auf 2 Stunden Nutzungsdauer. Also das geht recht fix. Updates beim alten Gerät nur per Kabel über den Computer. Jetzt beim Edge das Ganze über die App möglich. Das ist sehr modern, absolut zeitgemäß jetzt, das Ganze per App zu machen. Ja, und Audioqualität, die wie gesagt, muss ich dann in der Praxis mal testen. Hier waren es noch die Standard-GBL-Boxen, die wirklich schon super waren. Die hatten einen tollen Klang. Jetzt GBL HD, was immer das ist, aber es soll noch bessere Qualität haben. Also da bin ich schon sehr gespannt. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, wie man das Ganze verbindet. Das hier kann weg. Ihr seht schon, ich hatte 2 davon. Einmal hier gab es beim Bold eine silberne Variante. Das hier ist die Black Version, die Black Edition. Würde natürlich an so einem Helm hier besser aussehen. Fällt dann kaum noch auf. All Black. So, der nächste Schritt wäre jetzt, das Gerät mal zu koppeln. So, einschalten relativ simpel. Einfach die untere und die vordere Taste drücken. Das Cardo blinkt jetzt grün, heißt es ist im DMC-Modus. Um das Ganze jetzt zu koppeln, müssen wir die untere Taste länger drücken, bis es anfängt. Hat er schon angesagt, Telefonkopplung. So, hier ist jetzt schon Mark PackTalk Edge und das Telefon ist verbunden. So einfach geht das Ganze. Dann kann ich hier rausgehen, gehe mal in die Cardo-App rein, dann zeige ich euch die auch mal kurz. PackTalk Edge wurde erfolgreich verbunden, da ist es schon. Jetzt könnt ihr dem Gerät bei der ersten Installation einen Namen geben. Ich mache das auch immer, also ein Gerät für mich, ein Gerät für meine Sozia. Beide kriegen unterschiedliche Namen, sodass ich es immer zuordnen kann. Also das ist jetzt hier Mark PackTalk Edge, weiter. Sprache möchte ich Deutsch in diesem Fall und bereit zur Abfahrt. Wenn es jetzt ein Firmware-Update geben würde, ein neues, dann würde das hier auch gleich auftauchen in der App und ihr werdet dann aufgefordert, das Update zu machen. Dann kann man hier ein Profil erstellen, das Ganze personifizieren, mache ich jetzt erstmal nicht. Telefon, dann haben wir hier das Intercom. Hier oben wählt man jetzt, in welchem Modus man ist. Ich bin jetzt im DMC-Modus. Man kann, wenn man jetzt auch mit anderen Kommunikationssystemen sich verbinden will, die nur Bluetooth unterstützen, kann man hier oben in den Bluetooth-Bereich wechseln. Das Gerät blinkt jetzt nicht mehr grün, sondern blau. Also wenn es blau blinkt, wisst ihr immer, ihr seid nicht im DMC-Modus. Ich bleibe da aber drin, denn DMC-Gegensprechanlage. Hat er gesagt, denn ich habe ja 2 Geräte, die das beide unterstützen, dann habe ich die optimale Verbindung. So, das zweite Gerät ist jetzt an, jetzt sehe ich hier oben schon PackTalk Edge, kann das anklicken. Privater Chat ein. Dann ist der private Chat schon ein, das heißt, dieses Gerät hier blinkt grün, das heißt, es ist per DMC mit dem anderen verbunden. Privater Chat aus. Privater Chat brauchen wir nicht. So, dann gibt es natürlich noch Einstellungen, die sind hier oben. Hier unten ist Radio, habe ich noch nie benutzt. Ich bin nicht so ein Radiohörer beim Motorradfahren, da suche ich mir meine Songs selber aus. Wer das möchte, es gibt ein UKW-Radio noch mit Sendersuchlauf etc. Hier sind jetzt die Einstellungen, da kann man den Namen nochmal vergeben, sich ein Profil anlegen, da nochmal die Lautstärkestufen kann man einstellen, Geräuschunterdrückung etc. Also das ist eine Menge, was man einstellen kann, auch die Profile hier, ob man Bass verstärkt haben will oder ob man eher auf Stimme geht. Also wenn er viel Podcasts oder Hörspiele hört, dann wäre Stimme besser, Sprachaufzeichnung, ob man das möchte. Also hier, wie gesagt, noch eine Menge an Einstellungen. So, eine Sache zeige ich euch noch, und zwar, wie man das Ganze jetzt noch
an ein weiteres Gerät koppeln kann. Ich nutze ja viele diese Apple CarPlay Monitore. Hier in dem Beispiel ist es jetzt das CarPurite. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. So, und da möchte ich jetzt einmal in die Einstellung rein. So, und da gehe ich jetzt mal in die Settings rein. Audioausgang erstmal gucken. iPlay Audio, das heißt, man koppelt das Smartphone direkt. Aber ich kann auch über Bluetooth Trans. Jetzt kann ich Bluetooth Search. Jetzt gehe ich mal hier unten rauf. Telefon Pairing. Zweites Telefon Pairing. Zweites Telefon. Also ich habe das Rad jetzt einmal kurz nach vorne gedreht beim Kopplungsvorgang. Jetzt kann ich hier auf das Edge gehen. Telefon angeschlossen. Und jetzt habe ich beides gekoppelt. Also einmal mein Smartphone und auch hier diesen Apple CarPlay Monitor. Also ganz simpel, sehe ich oben schon, ist verbunden. Also ich habe jetzt das Audio hier direkt gekoppelt mit meinem CarPurite, auch das geht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Navigationssystem habt, auch da könnt ihr das mit verbinden als zweites Gerät, dann muss das Ganze nur nach hinten gedreht werden. Oder ihr habt zum Beispiel ein Motorrad, wo man es mit koppeln kann, auch das geht. Also ihr habt immer die Möglichkeit, zwei Geräte, entweder zwei Smartphones oder ein Smartphone und ein Apple CarPlay Device oder euer Motorrad oder GPS damit zu verbinden. Tolle Funktion, also zwei Geräte sind immer koppelbar. Ja, was ist jetzt, wenn ich beide Geräte vergleiche? Also das ist natürlich, das Edge ist moderner und up-to-date. Das hier ist ein bisschen veraltet jetzt, das Bold. Nach wie vor ein gutes System. Ich werde es auch weiter nutzen, aber das Edge definitiv im Vorteil mit den ganzen Features, die ich eben schon erwähnt habe. Preis von dem Cardo PackTalk Edge liegt um die 350, 400 Euro, je nachdem, wo ihr schaut. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Ist schon etwas hochpreisiger, ist aber auch das Topmodell. Wenn ihr jetzt dieses Topmodell, das PackTalk Edge nicht braucht oder das PackTalk Edge Pro gibt es ja jetzt auch schon, dann könnt ihr auch definitiv ein anderes Cardo nehmen. Wenn ihr also nur mit eurem Sozius euch unterhalten wollt oder nur Musik hört, Solo fahrt und eure Navigationsansagen hören wollt, dann kann man auch das Cardo Spirit HD zum Beispiel nehmen, blende ich euch mal mit ein. Auch ein tolles Kommunikationssystem, ein bisschen abgespeckt natürlich von den Funktionen, aber funktioniert auch super und kostet nur 159 Euro. Aber wer halt den besten Klang haben möchte, die meisten Funktionen, der ist also mit diesem Edge definitiv super bedient. Ich werde jetzt demnächst noch mal einen Praxistest machen. Da berichte ich euch natürlich dann wieder von unterwegs, was so die Audioqualität angeht. Vielleicht nehme ich tatsächlich mal zwei Helme mit. Einen Helm mit dem neuen Edge und einen mit dem Bolt. Hör dann dieselbe Musik und teste mal, wie der Klang unterwegs ist. Das wäre vielleicht mal ein guter Vergleich, werde ich mal machen. Also wie ist mein Resümee? Ich würde sagen, das Update vom Bolt aufs Edge ist es definitiv wert. Da sind ja jetzt auch ein paar Jahre dazwischen. Also da ist schon an technischer Innovation eine Menge passiert. Und da ich das wirklich täglich nutze, wenn ich fahre, auf Reisen in der Stadt immer, ist es für mich halt auf jeden Fall das Update wert. Alle Links zum PackTalk Edge packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein, falls ihr euch dafür interessiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.